Über dieser Pyramide liegt ein Fluch und wir starten an diesem kleinen Wagen mit dem Ziel, den Fluch der Pyramide zu brechen. Dafür haben wir allerdings auch direkt ein bisschen Equip dabei und auch direkt ein neues Item, nämlich ein Blasrohr. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das auch heute benutzen müssten. Außerdem schon mal ein Steinschwert, eine Schaufel, ein bisschen Sand. Ich nehme mir erstmal alles Mögliche mit, ein bisschen Gold. Keine Ahnung, ob wir das überhaupt heute brauchen. Die Blumentöpfe lasse ich tatsächlich auch mal hier. Ich meine, wir können ja hierhin auch hoffentlich immer wieder zurückkommen, oder? Oder werden wir darin eingesperrt? Ich weiß es nicht. Außerdem haben wir hier noch Fässer mit Essen. Essen finde ich auch sehr gut. Dann hier ist noch mehr Essen. Und hier in dem Fass haben wir Rüstung. Okay, nicht besonders gute Rüstung, aber immerhin überhaupt Rüstung. Und auch noch ein Schwert. Da frage ich mich allerdings, ob wir diese Rüstung vielleicht dann auch heute brauchen. Ich hoffe mal nicht. Ich weiß nicht, was mich in dieser Pyramide erwartet. Und jetzt müssen wir aber auch erstmal schauen, wie wir da reinkommen, denn die Tür ist zu. Und wir können hier generell nirgendwo etwas abbauen, denn genau darum geht es in dem Fluch der Pyramide, dass hier dieses ganze Gebiet nicht abbaubar ist. Also gar nichts einfach mal. Und eben das möchten wir dann auch ändern. Hier haben wir noch eine kleinere Pyramide. Vielleicht finde ich da auch einen Weg von der Seite in die größere Pyramide rein. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus hier drin. Hier haben wir ein paar Knöpfe. Die kann ich auch einfach mal drücken. Eine Vase. Da scheint aber nichts zu passieren. Da hinten ist einfach ein Krokodil oder sowas. Wie krass ist das denn? Ich meine, das hat nichts mit der Pyramide zu tun. Und es sieht auch ein bisschen komisch irgendwie aus und ist sehr langsam. Aber wir haben hier tatsächlich ein Krokodil. Greift das mich an? Oder würde das theoretisch mich angreifen wollen? Ich kann es auf jeden Fall schlagen. Und jetzt kommt es, glaube ich, auch auf mich zu. Moment. Es ist sehr langsam, aber ich habe trotzdem auf jeden Fall Respekt davor. Lass mich in Ruhe. Okay, es macht auf jeden Fall auch Schaden. Ich glaube, wir gehen. Ich bin eigentlich hier, um in eine Pyramide reinzugehen und nicht, um gegen ein Krokodil zu kämpfen. Also schauen wir jetzt mal, dass wir hier reinkommen. Und wir haben hier Türme mit Targetblöcken, wo ich direkt mal mit meinem Blasrohr drauf schießen könnte. Dann geht hier Rot an und ein Timer läuft runter. Außerdem haben wir noch Grün, Blau und Gelb. Ich gehe mal davon aus, dass wir während der Timer läuft alle Türme abschießen müssen. Das können wir direkt mal machen. Dann haben wir wahrscheinlich schon das erste Rätsel gelöst. Da leuchten jetzt auf jeden Fall in den 4 Farben 4 verschiedene Beacons. Das Tor ist aber immer noch zu. Okay, wenn ich hingehe, geht's auf. Wir haben durch einen Mechanismus die Tür zur Pyramide geöffnet. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die Tür jetzt hinter mir zugeht. Sieht aber jetzt erstmal nicht so aus. Wir haben hier Emerald-Blöcke, Goldblöcke. Wir haben hier wieder diese 4 Farben vertreten, von draußen auch. Und ich finde, es sieht ziemlich cool hier drin aus. Wir haben 4 Gänge, da habe ich irgendwas gesehen. Pfeile. Okay, wir haben verschiedene Fallen. Wir müssen heute auf jeden Fall überleben. Und ich glaube, wir haben hier 4 verschiedene Rätsel in diesen Gängen zu lösen, um dann irgendwie herauszufinden, wie wir den Fluch brechen können. Was war das denn gerade? Da haben wir noch etwas Neues. Was genau bist du? Kann ich dich abschießen? Ja, kann ich. Das mache ich auch einfach direkt mal. Warum nicht? Und weg. Keine Ahnung, was das war. Ich habe es einfach zur Sicherheit mal abgeschossen. Und ich muss sagen, nicht nur, weil es meine Lieblingsfarbe ist, sondern weil die anderen Gänge auch nicht besonders einladend sind, würde ich jetzt direkt mal zu Gelb gehen. Das sah am friedlichsten aus. Wir haben hier, wie es aussieht, einfach ein kleines Jump and Run mit Lava drunter. Okay, wir sollten vielleicht trotzdem nicht runterfallen. Und da hinten ist eine Druckplatte. Ich gehe mal davon aus, dass wir zu dieser Druckplatte hin müssen. Also laufe ich mal kurz hier rüber. Das ist auch nicht ein besonders schweres Jump and Run. Und dann sind wir hier drüben und können direkt auf die Druckplatte drauf gehen. Oh mein Gott. Wir haben schon wieder einen Geheimgang geöffnet. Ich bin echt gespannt, wie viele Geheimgänge wir heute noch finden können. Und hier haben wir irgendwas, was vielleicht nicht so gut ist, das wegzunehmen. Das kennt man aus verschiedenen Filmen, finde ich. Wenn man diese Statue hier wegnimmt, könnte auch irgendwas zusammenkrachen oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Hier in der Truhe, die keine Redstone-Truhe ist, haben wir ein neues Item. Einen magischen Teppich. Okay, ich bin sehr gespannt, was wir damit machen können. Wir können den platzieren und dann hält der 10 Sekunden, steht da. Außerdem haben wir noch ein paar Bandagen. Keine Ahnung, ob wir die überhaupt benutzen können. Ein bisschen Gold, eine Axt, ein paar Knochen von irgendjemandem. Nehme ich auch einfach mal mit. Schadet ja nicht. Können wir vielleicht ja auch irgendwann gebrauchen. Und jetzt überlege ich, ob wir diese Statue hier einfach runternehmen sollten. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Sieht aus wie ein goldener Käfer oder sowas. Ich probiere mal kurz den Teppich aus, bevor wir die runternehmen. Vielleicht müssen wir gleich fliehen. Ich glaube aber, wir können damit auch einfach fliegen, oder? Der sieht so cool aus. Der hat auch solche Zauberpartikel irgendwie drunter. Sieht tatsächlich richtig magisch aus. Und jetzt blinkt der. Ich glaube, er hält halt wirklich nur 10 Sekunden. Und dann haben wir ihn aber wieder im Inventar. Das ist sehr gut. Das heißt aber, ich kann mich da vielleicht auch draufsetzen. Ja, kann ich. Ich kann einfach auf dem Teppich fliegen. Okay, das ist so cool. Dann denke ich mal, die 10 Sekunden reichen auch, um darüber zu fliegen. Also würde ich jetzt einfach mal mich konzentrieren. Und wir nehmen uns diese Statue. Oh mein Gott, es wackelt alles. Und ich will hier weg. Ich
glaube, aber es passt schon. Wir können einfach hier rüberfliegen, dann sind wir drüben. Und es ist nicht zusammengestürzt. Kurz hat die ganze Erde gebebt, der ganze Boden gewackelt. Aber wir haben jetzt diesen Käfer. Den gelben Skarabäus-Schlüssel. Okay, dann gibt es wahrscheinlich noch einen roten, einen grünen und einen blauen. Und ich glaube, wir können die Schlüssel hier an dieser Tür benutzen. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Tür ist, denn wir haben jetzt nun mal den ersten Schlüssel. Das heißt, ich glaube, wir können den jetzt einfach so hier reinsetzen. Okay, das ist sehr cool. Dann brauchen wir noch 3 und können diese Tür öffnen. Ich frage mich aber jetzt auch schon mit den Sachen, die ich mitgenommen habe, ob wir hier wirklich jetzt einfach nur den Fluch brechen wollen oder ob wir vielleicht auch ein bisschen uns bereichern wollen als Grabräuber. Kommt mir irgendwie so ein bisschen so vor. Jetzt ist die Frage, welchen Gang wir als nächstes reingehen wollen. Hier haben wir Pfeile. In Blau sehe ich jetzt erstmal noch gar nichts. Und in Rot war dieses komische Viech. Da steht schon wieder eins. Ich werde auch dich abschießen. Ich glaube nämlich, die rennen auf mich zu. Sonst würde der jetzt auch nicht direkt hier rüber wiederkommen. Also weg mit dir. Und dann gehen wir jetzt trotzdem erstmal in Blau, würde ich sagen. Mit dem neuen Teppich können wir nämlich jetzt hier rüber fliegen. Und damit können wir überhaupt erst hier diesen Gang betreten. Und dann schaue ich mich mal hier um. Was bist du denn? Dem geht's gar nicht gut. Und wir haben Truhen. Redstone-Truhen diesmal allerdings. Was passiert, wenn ich mir die rausnehmen möchte? Oh mein Gott. Kam da gerade eine Mumie raus? Weg mit dir. Und der hat Gold getroppt. Ich möchte noch mehr Gold. Das ist cool. So kriege ich einfach richtig viel Gold. Und sogar einen Diamanten. Nehme ich doch super gerne. Wenn wir jetzt noch eine Werkbank kriegen, könnte ich mir damit vielleicht auch gleich schon Rüstung craften mit den Dias. Und ich frage mich aber auch gerade, hier sind doch Diamanten drin. Kann ich mir die nicht auch einfach rausnehmen? Kann ich. Ich weiß nicht, ob das der Sinn dieses Rätsels hier ist. Aber egal. Hier haben wir noch 2 Truhen. Und hier haben wir auch noch eine. Okay, ich schaue jetzt erstmal, was der in seinem Buch hier drin hat. Ich glaube, da finden wir einen Hinweis. Und es scheint so, als hätte er versucht, diese Rätsel schon zu lösen. Und vermutet, dass es mit den Trap Chests zusammenhängt und der Reihenfolge dieser. Und irgendwas ist auch noch mit den Laternen. Okay, da hängen Laternen drüber. Ist mir gar nicht so direkt aufgefallen, muss ich zugeben. 2 Laternen, 3 Laternen, 4 Laternen und eine Laterne. Okay, die sind mir einfach gar nicht aufgefallen, aber das macht Sinn. Das heißt, wir müssen zuerst wahrscheinlich zur ersten Laterne. Ich fliege mal kurz mit dem Teppich hier rüber. Und dann öffnen wir die Truhe. Okay, und hier klappt's. Hier kommt auch der Sound, dass es richtig ist. Das heißt, wir können hier ohne Probleme looten, ohne dass diese Mumie spawnt. Und dann machen wir wahrscheinlich genauso weiter. Also zur Truhe mit den 2 Laternen. Und das klappt. So bekomme ich auch richtig viele Dias. Mega nice. Dann kann ich die jetzt looten. Habe ich aber schon. Aber hier spawnt jetzt keine Mumie mehr. Und als allerletztes fliegen wir dann noch rüber hier hinten zu dieser. Und bekommen nochmal 4 Diamanten. Und ich glaube, es wurde wieder irgendwo ein Tor geöffnet. Bekommen wir jetzt schon den zweiten Skarabäus-Schlüssel. Wir brauchen, wie gesagt, 4. Hier sieht es sehr gut aus. Wir haben wieder so einen Raum. Wieder mit einer Truhe. Und hier haben wir wieder ein neues Item. Eine Erdbebenfaust sozusagen. Okay, das klingt jetzt relativ mächtig erstmal. Und auch noch was zu essen, wobei ich bisher noch gar nichts gebraucht habe. Wie cool sieht diese Faust aus. Ich habe einfach so eine Sandfaust. Und ich kann damit jetzt... Oh mein Gott, ich kann damit so eine Schockwelle machen. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich schaue sie mir lieber von vorne an. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir damit gut gegen diese komischen Viecher da hinten kämpfen können. Jetzt heißt es erstmal den nächsten Schlüssel nehmen, in der Hoffnung, dass hier nicht alles zusammenfällt. Und dann rennen wir einfach mal raus hier. Und hier fällt jetzt doch langsam alles zusammen. Das könnte hier noch etwas gefährlicher werden langsam. Aber wir haben jetzt den Schlüssel, können kurz hier rauslaufen und damit schon den zweiten Schlüssel in die Tür setzen. Und jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt als nächstes in den roten Gang, wo schon wieder so jemand rumläuft? Okay, auch dich mache ich natürlich gerne wieder weg. Wenn ich gleich rüberkomme, werde ich auch meine Sandfaust dafür benutzen. Und dann haben wir noch den klassischen Gang mit dieser Falle direkt am Eingang. Ich fliege mal in den roten Gang. Wir sollten allerdings aufpassen, weil ich nicht weiß, wie viel Schaden die auch machen. Und hier scheint sogar so ein kleines Labyrinth zu sein. Hier geht es ins Wasser, da kommen wir aber nicht durch, oder? Nein. Hier könnte man fast den Wither spawnen. Auch nicht unbedingt das Ziel, was ich gerade habe. Dann geht es hier noch weiter nach unten und wir kommen in eine Halle. Da hinten ist noch so jemand. Da ist auch noch so jemand. Hier ist eine Katze. Und ich glaube, wir haben noch eine neue Katze. Moment, das sind Katzen. Ich habe die Wachkatze des Pharaos gerade geweckt. Dann einmal Faust drauf. Und nochmal Faust drauf. Okay, die Katze macht aber auch Schaden. Ich muss ein bisschen auch aufpassen. Aber egal, ich gehe jetzt drauf da. Und nochmal drauf da. Und jetzt schnell weg. Ich habe nur noch 4 Herzen. Das ist gar nicht mal so gut. Ist hier ein Rundweg? Doch, hier ist ein Rundweg. Das heißt, ich kann weiter weglaufen und erstmal regenerieren. Und damit ein bisschen mit dem Blasrohr schießen am besten. Das macht nämlich auch wirklich gar nicht mal so wenig Schaden. Und zum Glück läuft die mir einfach nur entspannt hinterher und hat keine Attacken oder sowas. Das heißt, solange ich auf Abstand bleibe, sollte das eigentlich gar kein Problem sein, oder? Dann hat sie jetzt auch kaum noch Leben. Also werde ich nochmal die Faust benutzen. Und damit ist sie down. Und ich kann nochmal da runtergehen. Da hatten wir noch die kleineren. Ich vermute jetzt, das sind alles Katzen. Aber die Bosskatze haben wir schon mal besiegt. Und die kleineren sind damit
Nee, die sind nicht weg. Ich dachte kurz, die wäre weg, aber hier ist noch eine. Weg mit dir. Hier sind noch 2. Und nochmal mit der Faust drauf. Das ist so nice. Und wir brauchen aber noch den Skarabäus-Schlüssel. Ich dachte, wenn ich die Katze besiege, bekomme ich den getroppt oder sowas. Aber hier wurde jetzt nichts getroppt. Hier geht's nochmal hoch und hier geht's aber nochmal über eine Schlucht drüber. Aber kein Problem, dafür haben wir unseren schönen fliegenden Teppich. Und hier haben wir auch schon den roten Skarabäus-Schlüssel. Ich will aber erstmal die Truhe plündern. Wir haben Potions of Healing, die nehme ich gerne mit. Ein paar Spinnennetze, keine Ahnung, ob ich die noch gebrauchen kann. Und eine Mumienklinge. Okay, jetzt wird's nice. Und die sieht auch extrem cool aus. Die ist auch so ein bisschen bandagiert und die wackeln sogar so, die Bandagen. Sehr, sehr nices Schwert, finde ich. Hat 7 Attack Damage und gibt Giftschaden. Und damit nehmen wir jetzt uns aber mal den nächsten Schlüssel raus. Und ich hoffe auch jetzt, dass nicht alles zusammenkracht. Sieht aber erstmal wieder gut aus. Der dritte von 4 Schlüsseln. Einmal hier runter und dann wieder raus aus dem roten Gang. Und auch hier wieder mit dem Teppich zurück. Und dann setzen wir den dritten von 4 Skarabäus-Schlüsseln ein. Ich bin sehr gespannt, was mich hinter dieser Tür erwartet. Wenn dir das Video und Adventure Maps auch gefallen, dann lasst doch jetzt gerne ein Like da. Und wir schauen jetzt mal, dass wir den 4. Schlüssel ranholen im grünen Gang. Hier erwarten mich jetzt wohl einige Fallen, wie zum Beispiel diese Pfeile. Aber da sollte ich wohl einfach durchlaufen können. Ich muss nur abwarten. Dann laufen wir durch. Oh, Moment. Hier ist ein Tripwire. Und da oben ist ein Dropper. Ich bin gerade fast einfach weitergelaufen. Das sollte ich vielleicht lieber nicht tun. Sondern ich springe lieber hier drüber. Hier haben wir noch einen Tripwire. Nochmal sowas. Dann springe ich auch hier lieber drüber, ohne den auszulösen. Und dann haben wir jetzt links und rechts Eingang. Hier hängen Ambosse an der Decke. Und da hinten fliegen wieder Pfeile. Die Frage ist, was ich jetzt besser finde. Und der eine schießt sogar hier ab und zu vorbei, habe ich gerade gesehen. Ich muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen. An sich schießen die aber hintereinander. Wir könnten hier einfach durchlaufen. Also jetzt rein da! Und wir sind durch. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Ich muss ein bisschen aufpassen. Schießt er hier auch daneben? Ich glaube nicht. Aber ich schaue schon mal, wo es da hingeht. Da haben wir einen Hebel. Und ich bleibe jetzt trotzdem mal auf der Seite. Und ich glaube, der Hebel öffnet hier die Tür. Der schießt doch ab und zu vorbei. Ich muss also wohl doch ein bisschen aufpassen, glaube ich. Da lege ich jetzt diesen Hebel um. Und wir haben einen neuen Raum mit dem letzten finalen Skarabäus-Schlüssel, dem grünen. Ich möchte aber erstmal in die Truhe schauen. Wir haben Flügelschuhe mit einem durchgehenden Speed-Boost. Die möchte ich auf jeden Fall haben. Den Rest brauche ich eigentlich, glaube ich, nicht. Aber ich nehme trotzdem alles mit. Die Schuhe möchte ich aber anziehen. Und ich weiß nicht warum, aber die sehen super weird aus. Aber wir haben jetzt Speed bekommen. Und ich glaube, die Fallen sind ausgestellt worden. Kann ich jetzt auch hier dann einfach zurücklaufen? Oder fallen dann trotzdem noch die Ambosse runter? Oh mein Gott! Okay, aber ich will beide Gänge gehen. Also gehe ich jetzt auch diesen Gang einmal zurück. Das heißt, ich muss einfach nur nach oben schauen, wo keine Ambosse hängen. Moment, da muss ich darüber. Dann sollte das passen. Nur, dass das hier gerade ein bisschen schwieriger wird. Aber ich kann den antäuschen und dann wieder zurücklaufen. Oder die antäuschen. Ja, das hat geklappt. Ich glaube, die Knochenblöcke markieren genau die Position der Ambosse. Das heißt, ich kann hier einfach durchlaufen. Und hier traue ich mich trotzdem nicht durchzulaufen. Da springen wir lieber nochmal drüber. Hier ist auch alles aus. Und dann sind wir sicher raus hier. Und ich habe den Schlüssel vergessen. Ich glaube, ich muss nochmal kurz zurück. Lieber wieder hier drüber. Dann können wir hier ja einfach jetzt durchlaufen. Und dann holen wir vielleicht noch kurz diesen Schlüssel mit. Den könnten wir, glaube ich, gebrauchen. Und auch jetzt wackelt wieder alles, aber es steht alles und das war der 4. Schlüssel. Das heißt, wir sollten jetzt das Tor öffnen können, um hoffentlich damit den Fluch irgendwie zu brechen. Und ich denke, wir kommen damit aber jetzt noch tiefer in die Pyramide rein. Oh mein Gott, sieht das krass aus. Das sieht gar nicht mal so einladend aus, wenn ich da so reinschaue. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier runter und schauen uns diese Grabkammer an. Oh mein Gott, der hat mich tatsächlich gerade ziemlich erschreckt. Ein böser Pharao-Golem. Ich will den mit der Faust treffen. Ich greife den jetzt an. Okay, der macht auch wieder gut Schaden und der wirft mit Knochen auf mich. Warum machst du das? Okay, ich glaube, ich weiß, warum er das macht, ohne dass ich ihm was tue, weil er halt böse ist. Steht ja oben. Aber das kriegen wir hin. Ich habe auch noch meine Klinge, mit der ich ihn vielleicht vergiften kann. Das klappt, der ist vergiftet. Das ist super praktisch. Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Und dann kriegt er langsam ein bisschen Schaden. Dann schieße ich nochmal. Und er bekommt auch nochmal meine Faust. Und wieder vergiften. Und kurz regenerieren vielleicht auch. Kurz auf Abstand bleiben. Und nicht von den Knochen treffen lassen. Aber er hat kaum noch Leben. Nochmal vergiften. Und wir haben ihn fast. Und damit ist er down. Und die ganze Pyramide wackelt. Und da hat sich das Tor geöffnet. Mit einer Pharaonenmaske dahinter. Ich kann hier einfach reingehen. Die sieht richtig krass aus. Mit so einem sehr alten Schädel in der Mitte. Würde mir, glaube ich, auch stehen. Besser als diesem Schädel. Also nehme ich mir die jetzt einfach mit. Kann ich die einfach mitnehmen, bitte?
Okay, ich kann sie kaputt machen. Der Fluch ist gebrochen. Und ich habe eine neue Maske bekommen, die ich direkt auch anziehen werde. Die sieht richtig krass aus. Vielleicht stand sie aber trotzdem diesem Totenschädel ein bisschen besser als mir. Keine Ahnung warum. Aber ich habe damit auf jeden Fall richtig viele Herzen und kann wieder rausgehen. Und das Außentor ist immer noch auf und die Pyramide steht auch noch. Ich hatte befürchtet, dass die irgendwann zusammenkracht. Aber ich merke gerade noch was. Wir können jetzt wieder abbauen. Der Fluch wurde wirklich gebrochen. Ich kann Blöcke abbauen. Dann möchte ich mir kurz nochmal schnell ein bisschen Holz mitnehmen und mir daraus eine Diamantspitzhacke craften. Und dann wird jetzt sowas von hier geplündert. Ich möchte die ganzen Goldblöcke haben. Diese Pyramide war einfach für tausende Jahre wahrscheinlich verschlossen. Und jetzt komme ich hier hin und baue einfach mal irgendwas ab. Jetzt möchte ich schön noch von hier vorne den Goldblock haben. Und ich glaube, ich weiß, warum die Pyramide verflucht war. Aber wir haben den Fluch auf jeden Fall gebrochen und die Pyramide erfolgreich geplündert. Und damit das Rätsel der Pyramide gelöst. Nice!